Jetzt wird's heiß. Psst. Hot Stuff und vor allem Next Hot Stuff, ne? Also du meinst hier nicht Hot Tube oder sowas, ne? Sondern, was heißt das denn Hot Stuff? Der nächste heiße Scheiß. Was reden die da wieder für ein Blödsinn, ja? Ja, der nächste heiße Scheiß. Ja, das heißt, was ist das nächste Ding, was irgendwie Furore macht? Was macht denn Furore? Was macht denn ordentlich Bam und Bums und so weiter? So aktuell? Was, ja, aktuell. Was ist denn so aktuell der heiße Kram, den man so haben muss oder will oder so? Also momentan würde ich sagen, sind das irgendwelche Demo-Videos von Next Gen. Nee, nicht mal Next Gen, sondern ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Ja. Next Gen Engines, würde ich sagen. Sogar. Ja, ne? Ja, Unreal Engine 5, ne? Beta und Zeug und so. Das sieht man jetzt, wie Spiele jetzt in ein paar Jahren aussehen könnten. Oder jetzt aktuell, dieses Jahr vielleicht sogar noch. Wer weiß, ne? Obwohl, sind halt alles Technologien, die jetzt ganz frisch sind, ne? Und die Spiele, die jetzt rauskommen, genau zu jetzigen Zeitpunkt, die haben da alle drunter zu leiden, dass sie damit gemessen werden. Das ist total krass, ne? Da kriegt man natürlich schon, ja, aber so müsste das doch eigentlich aussehen, ja? Aber die sind alle noch dabei, ne? Das ja. ist halt, sehr gut, okay. Wollen wir da nicht weiter drauf eingehen, weil da hat jeder so seine eigene Meinung dazu, und das ist auch sein gutes Recht, ne? Aber was ist denn der heiße Kram? Es war mal eine Zeit lang Battle Royale heiß, ne? Dann Zombie-Spiele sind immer heiß, ne? Oder? Und eine Zeit lang ganz, ganz früher, sage ich auch immer wieder, glaubt mir fast niemand, ist aber so, da war Zweiter Weltkrieg total in. Das da haben die Leute immer gerne mit irgendwie Zweiten Weltkrieg und Panzer und so, hier Call of Duty in den Anfängen und so weiter, und hier auch, gibt ja auch dieses Wolfenstein und Gedöns und so, das gibt's zwar heute auch immer noch, ne, und Wargaming, hier mit Panzern rumfahren und so weiter. Kriegsspiele im Allgemeinen, so, ne. Geht jetzt auch gerade zurück. So, aus Gründen. So, ja, versteht man. Und das ist halt so, was ist jetzt momentan der Trend? Ich glaube, damit kann man sagen, was ist der Trend so, ne? Und wie geht man damit um? Was ist heiß und was ist nicht heiß? So, und wir haben aus dem Grund weniger als 100 Leute gefragt, immer wieder eine Frage wert. Was glaubst du, was wird der nächste heiße Scheiß in Sachen Games? Und die haben Folgendes gesagt. Survival Games wieder. Survival Games hatte mal ein kurzes Hoch, 2012, 2013. Dann ist das sehr stark abgeflacht und mittlerweile lechzen die Leute wieder nach einem richtig guten Survival-Game à la H1Z1, Arma 2 Mod. Wahrscheinlich die Antwort, die ich seit 5 Jahren gebe, würde VR. Wenn VR mal bezahlbarer wird. Ich glaube, das könnte einiges ändern, sobald das sich jeder leisten kann. Also, ne, dass das halt, sage ich mal, eher so 100 bis 200 Euro kostet, ne, oder vielleicht noch 300, dann greifen die Leute eher mal zu und ich glaube, dann kommt da auch mehr. Das nächste Elder Scrolls, wenn das irgendwann mal in 100 Millionen Jahren rauskommt. Vielleicht haben wir irgendwann hochimmersive VR-Storytelling-Games, die wirklich dynamisch funktionieren. Ich glaube, der nächste heiße Scheiß wird Augmented Reality. Also wenn das mal jetzt wirklich so an den Start geht, dass ich es auch mir leisten kann, dass Spieleentwickler es sich leisten können, dafür größere Sachen zu entwickeln und nicht nur irgendwelche Demos, dann geht das richtig ab. Man hat es ja schon ein bisschen schon mal gesehen, in welche Richtung das geht jetzt mit Pokémon Go. Das war ja auch ein Riesenhype. Also wenn das mal durch die Decke geht, glaube ich, oder wenn das mal an den Start kommt, dann geht es durch die Decke. Ja, also geht immer gerne auch auf Technologie. Ja? Also sowas wie VR ist natürlich etwas, was Zukunftsmusik meistens so ist für viele Menschen. Es gibt Menschen, die sich da auch irgendwie, weiß ich nicht, drin verlieren, wie unser Arbeitskollege, der Herr Jan Köster, der macht das ganz gerne, Kitsunaki. Ja? Also ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber manchmal kriegt man den auch nicht ans Telefon, weil der in virtuellen Welten unterwegs ist. Ne? Und das ist auch cool, so, ne? Wir haben ja auch oft mit ihm im VR-Chat Spiele gespielt und so. Das ist cool, das macht Spaß in VR. Aber es ist trotzdem immer noch eine Nische. Es gibt auch Cafés, ne? Wo wir jetzt zum Beispiel am Wochenende waren. Hier in Düsseldorf.
So, ja. Oberhausen, gibt's in vielen großen Städten. Laser Zone hieß das, ne? Und das ist super. Das macht total Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben einen Tower Defense, ne? Also Kirche Defense gemacht, ne? Wo die Zombies gekommen sind in unsere Kirche oder in so ein Gemeindehaus rein wollten. Ja? Wahrscheinlich haben wir da irgendwie unsere Gemeinde drin und so und dann läuft dann so ein Counter ab irgendwie, die Kirche oder das Gemeindehaus hat 100% und so und dann kommen die Zombies aus mehreren Minen so, ne? Und dann musst du dann da oben stehen, kannst deinen Standort wechseln, natürlich in 3D, in VR und so, hast dann eine Waffe, mehrere Waffen, entweder eine Mörsergranatwerfer, hier 2 Dinger, ne? Wie heißen sie? Colts, oder eine Schrotze oder unten irgendwie so ein Snipergewehr, so, ne? Die 4 Klassiker. Und das hat total Spaß gemacht. Also ich fand das super. Das fand ich auch super. In dem Fall wurde das umgesetzt mit einer Index. Man hätte aber auch eine andere VR-Brille benutzen können. Und das, was mir am meisten nicht gefallen hat, war, das Ding ist so schwer, nach einer halben Stunde hatte ich Kopfschmerzen. Nicht, weil ich das nicht hätte sehen können oder weil mir schwindelig oder schlecht geworden wäre, sondern einfach, weil das Ding volle Kanne aufs Gesicht drückt. Und ja, wenn man ein kleines Gesicht hat. Jedenfalls war das sehr anstrengend. Und deswegen, der Trend geht, glaube ich, in die Richtung, dass man 2 Sachen in Zukunft VR-mäßig verbessern kann. Erstens, leichter machen. Das wäre doch schön, ne? Dass man nur noch so eine kleine Brille hat irgendwie. Die hatten ja auch schon hier, Panasonic hat diese Fliegerbrillen jetzt irgendwie gezeigt. Und Clark Kent, auch Superman. Meta will jetzt irgendwie so eine schmale Brille und irgendwie, also irgendetwas, was Leichtes, was du mal eben irgendwie benutzen kannst, das wäre schon echt wünschenswert, cool. ja. Nicht so ein Klotz, der dann an deinem Kopf hängt. Das wäre super. Und gleichzeitig natürlich, das, was wir uns alle immer wünschen, ist eine grafische Verbesserung. Ne? Also zumindest das, was jetzt da ist, irgendwie mit einer leichten Brille umsetzen, fände ich schon ziemlich cool. Oder aber dass man quasi noch höhere Auflösungen erreicht oder ein höheres Sichtfeld erreichen kann, dass man da vernünftig auch durchgucken kann. Im Idealfall beides gleichzeitig. Ja, das stimmt. Also Sichtfeld wäre mir wichtig und Komfort ist mir wichtig. Ja. Na? Also alles andere ist mir gar nicht so, also das mit der Auflösung und so, ja, die sind ja noch nicht so, die Grafik ist noch nicht so und so weiter. Ich finde das gar nicht so schlimm. Aber ich spiele also Spiele wie Minecraft mit The Klotz, finde ich auch schön, ja. Hauptsache es hat irgendwie eine gewisse weiß ich nicht, das ist nicht zu verwaschen oder so und dieses Netz, was du dann davor hast, ne, das ist natürlich auch so eine Sache, ist natürlich schöner, wenn es nicht so aufdringlich ist und so weiter, aber ich finde viel wichtiger tatsächlich die Framerate, ne, und halt auch irgendwo das Sichtfeld und dann das Komfort und so. Das sind so die 3 Sachen, die mir am wichtigsten sind. Wir benutzen, also ich persönlich habe angefangen, VR zu spielen mit der PlayStation VR. Die war auch ganz gut zugänglich, das ist das Coole daran. So, ne, aber es ist halt auch klobig und ein dickes Kabel und sowas. Da habe ich Skyrim tatsächlich durchgespielt mit, richtig, ne? Mit der VR-Brille. Und dann bin ich geswitcht auf die, ist das jetzt die Quest 2? Ja. Ne? Und damit habe ich dann Fallout durchgespielt, so Fallout 4. Und das ist schon cool. Das macht echt Spaß. Die vor allen Dingen super zugänglich. Das heißt, du musst nicht viel machen, bis sie läuft. Das ist natürlich unglaublich praktisch. Im Gegensatz zu der dritten, die wir hatten, das war die Pimax. Die ist halt auflösungstechnisch und sichtfeldmäßig größer, aber die hat eine sehr schwierige Zugänglichkeit. Da muss man erstmal 50.000 Dinge irgendwie zum Laufen kriegen und einstellen, bis sie denn so ist, wie man das eigentlich haben möchte. Ich habe sie dann verschenkt. Und das ist halt tatsächlich echt Geschmackssache. Und ideal wäre natürlich eine Brille, die beides kann, ne? Und die also grafisch eine super Qualität hat, aber auch sehr zugänglich ist. Ich bin der Klassiker, komm nach Hause, hab 2 Stunden Zeit, möchte gerne zocken. Und da möchte ich mich nicht die 2 Stunden damit auseinandersetzen, irgendwelche Sachen zu konfigurieren, jedes Mal wieder von vorne, damit ich danach irgendwie 3 Stunden in Ruhe spielen kann. Und das ist für mich schon, es muss Plug and Play sein. So, und das ist für mich schon auch noch ein Kriterium bei diesem Kram. Gut, VR, was denn noch heißt? In Bezug auf das VR Ja. Haben die jetzt zunehmend diese Anzüge, das finde ich sehr interessant. Ja. Also, ich war beim Jans-Besuch, da hat sich jetzt zumindest nur so eine Weste gekauft, die irgendwie Akustik auf die Weste überträgt. Also gar nicht mal so brummt oder irgendwie sowas, sondern nur
Doch, auch. Ja. Also das auch, heißt, auch vibriert. Ja, das heißt, dass im Grunde genommen übernimmt sie Ton und Vibration des Controllers und macht das dann mit dem kompletten Oberkörper. Und wenn du jetzt irgendwie ein gruseliges Spiel damit spielst, ganz furchtbar. Du gehst in so einen Raum rein und dann kommt so ein bedrohlicher Sound so und dann vibriert die ganze Weste und du denkst so, Kacke. Also das ist echt teilweise schon richtig Haptisch, ja. Und es gibt das Ganze natürlich auch in Advanced. Das ist dann aber auch wirklich richtig teuer. Es gibt gerade bei den ganzen VR-Chat-Leuten diese Ganzkörperanzüge, sag ich jetzt mal, die dann auch Berührung übertragen. Die sind dann so gemacht, dass wenn jemand dich zum Beispiel anpiekt in virtuell, wenn du in irgendeinem virtuellen Raum bist, dass du das dann merkst hier in der. Das will ich nicht. Ja. Und wenn dich hinten einer irgendwie krault, dann merkst du das auch. Nein. Und das ist natürlich irgendwie noch mal einen Schritt weiter in diese Richtung. Kann man nicht erstmal die Grafik verbessern? Muss man denn? Boah, schlimm. Und für alle Neugierigen unter euch, VR-Chat ist ein kostenloses Spiel, kann man auch ohne VR-Chat spielen und reingucken. Allerdings lasst eure Kinder nicht da rein, bitte. Wenn ihr Kinder habt, die minderjährig sind, dann wisset, das Spiel ist ab 0, ist es aber nicht. Da sind Leute in unterschiedlichen Räumen, die machen, was sie wollen. Bitte seid gewarnt und tut das nicht. Ja, wenn da Swinger-Club oder sowas steht, dann nicht reingehen. So, okay. Was gibt's denn noch? AR-Pokémon mit Brille. Ja, das wäre geil, ne? Oder? Ja, und das habe ich auch schon mal gesehen in der Vorschau. Ja. Ich meine, dass AR so richtig für die breite Masse zugänglich gemacht worden ist, das ist ja schon so ein bisschen Pokémon Go schuld. Ja. Ne? Ja. Ich meine, das am häufigsten verwendete Tool für AR ist immer noch das Handy. Ja. Und da kannst du quasi durch das Handy virtuelle Welten sichtbar machen, die es halt in der wirklichen Welt so nicht gibt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfindung, die auch für unglaublich viel benutzt werden kann. Und wenn du jetzt noch so andere Gadgets hättest oder sowas, dann könnte man das natürlich noch ausbauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel so eine kleine Brille aufsetzt und siehst dann irgendwie die Welt, und es dann irgendwelche Pokémon da auf den Bäumen sitzen und so, oder Leute, die ihren Kumpel haben, die siehst du dann mit ihrem Kumpel da lang gehen. Das wäre natürlich schon voll cool irgendwie. Problem dabei ist Datenschutz. Ja, und deswegen ist das natürlich so eine Sache. Also ich bin schon sehr gläsern, aber ich bin auch Mensch der Öffentlichkeit. Man kann mich sehen, man kann hören, was ich sage, man kann mich die letzten 3 Jahre fast irgendwie im Internet hier bei YouTube auf unserem Kanal sehen, ja, wie wir irgendwelche Dinge tun. Ich glaube, das ist sogar noch länger, ne? Ich glaube, wir sind sogar schon länger irgendwie, seit 2018 oder so, ne? Fast 4 Jahre, glaube ich, sind wir mittlerweile auf YouTube. So, ja, Menschen der Öffentlichkeit. Das heißt also, das ist mir nicht so wichtig, jetzt irgendwie anonym zu bleiben. Ja, eher im Gegenteil. Ich finde es eigentlich gut, wenn man nicht anonym ist im Internet mittlerweile. Aber gut, das ist auch so eine Sache. Ja, da kann auch schon Schundluder mit betrieben werden, dessen bin ich mir bewusst. Und das ist auch so eine Geschichte. Und bei AR, ne, ist das natürlich schon ein Thema. Ne? Das möchte nicht jeder. Und ich verstehe auch wieso, weil dann weißt du nämlich immer, wo wer ist, was der tut, was dessen Vorlieben sind und solche Dinge. Schon der gläserne Mensch ist könnte ein Problem sein. Genau, also so, AR zu verknüpfen mit dem Internet und Daten, das kann eigentlich schon viel mehr, als es verwendet wird. Aufgrund des Datenschutzes. Ne? Ja, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ideen, Spieleumsetzungen, zum Beispiel Detektivgeschichten. Ja. Du kannst in der wahren Welt irgendwie Schnitzeljagden veranstalten oder sowas mit Hilfe von AR oder Welten umwandeln. Zum Beispiel alles ist kaputt oder alles ist jetzt irgendwie im 18. Jahrhundert oder also man kann unwahrscheinlich viel Spökes machen mit AR. Und da ist noch super viel Luft nach oben. Ja, und die VR-Geschichte mit AR zu verbinden, das heißt, sich eine Brille aufzusetzen und Dinge zu sehen, ja, mehr als da ist. Ja? Auf jeden Fall. Das wäre super. So, ne? Und das ist natürlich eine Geschichte, das wäre für mich das schon großartig. Ja. Gut, was haben wir noch? Ja, wir haben immer noch kein Holodeck. Kriegen wir noch. Aber wir waren ja in einem jetzt, ne? Bei Laserzone, das ist schon ziemlich holodeckig, ne? Finde ich. Genau. Ja. VR-Cafés, Interactive
Theaters hast du hier aufgeschrieben. Metaverse, das digitale Ich. Richtig, ne? Das ist auch noch immer total in der Diskussion. Das geht jetzt so in Richtung Surrogates, ne? Ja. Also jeder hat ein virtuelles Ich, auch noch mal im Metaverse ist die Idee. Die treibt jetzt vor allen Dingen hier der Meta-Mensch von Facebook voran. Genau, Mark Zuckerberg. Der ist da ein bisschen hinterher. Und es gibt ja auch schon Äquivalente heute schon. Und das in groß ist natürlich erstrebenswert, dass man auch vielleicht dort, und da gehen wir wieder in die Richtung Finanzen, sich zum Beispiel virtuelle Werte erwerben kann. Das finden Menschen natürlich besonders interessant, die damit Geld machen wollen. Ja, wenn wir solche Dinge hier erwähnen, dann ist das, wirkt das mal, als würden wir Werbung dafür machen oder irgendwie gut finden, was diese Leute da und so weiter. Diese ganze Politikgeschichte, da haben wir gar nichts mit zu tun. So. Und die werden wir auch nicht bewerten hier, weil das können wir gar nicht, weil wir gar nicht genug Informationen darüber haben, ja, um es beurteilen zu können. Deswegen halten wir uns da auch bedeckt, so, ja. Das heißt also, wenn ihr glaubt, wir haben irgendwie da so, nein, uns interessiert nur die Technik dahinter und das, was wirklich spielerisch wissen, Gamer. So, ja, und das ist das, was uns interessiert, was man da tatsächlich Cooles mitmachen kann. Nur mal so am Rande gesagt. Richtig. So. Ist natürlich hochgradig spannend, sich das anzuschauen, ne? Und auch auf dem Laufenden zu bleiben, was momentan so geplant ist oder was es dann auch gibt. Unbedingt. Und inwieweit man selber daran teilnehmen kann als User. Ja. Also wir zum Beispiel machen ja nicht mal mehr DLCs. Und deswegen betrachten wir erstmal skeptisch Neuerungen, die da kommen, und einige sind vielleicht richtig cool und andere auch für uns völlig unbrauchbar. Das bleibt dann abzuwarten. Mal gucken. Ja. Blockchain und NFTs. Genau. Das ist auch so ein Dings. Ist im Kommen oder ist schon vorbei? Man weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, ist immer noch im Kommen, Ja. aber es ist jetzt auch schwer zu sagen, ne, weil Wirtschaft immer alles Mögliche beeinflusst, und das ist ein Teilbereich, wo viele vielleicht auch sich erträumt haben, ans schnelle Geld zu kommen. Ja. Das ist ja überhaupt immer der Gedanke. Die Ne? Triebfeder, Wie kommt man eigentlich schnell an Geld? Und ja, das ist so eine Sache, die kann für Einzelne natürlich funktionieren, für alle immer nicht. Und etabliert sich das? Bleibt das nicht? Also die Technik, die Blockchain-Technologie an sich, die ist schon mal wertvoll. Und die wird mit Sicherheit auch in Zukunft weiterhin benutzt. Ob NFTs sich jetzt durchsetzen, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Und für diejenigen, ich habe es mal einfach rausgeschrieben, wenn jetzt Leute sagen, ich habe bis heute immer noch nicht verstanden, was eigentlich eine Blockchain ist, habe ich das jetzt mal eben, zitiere ich das jetzt mal. Verstanden. Also die Blockchain-Technologie arbeitet mit verschlüsselten Daten, die chronologisch miteinander verkettet werden. Wie eine Kette mit unterschiedlichen Gliedern, ja. An einem Ursprungsdatensatz wird zuerst ein Block, dann ein weiterer Block und immer so weiter angehängt. Das Ergebnis davon ist dann eine Historie von Datensätzen, die zum Beispiel Finanztransaktionen abbilden. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel eine Blockchain hast und jeder hat die, also die damit arbeiten, und irgendeiner will die manipulieren, dann haben alle anderen aber das Original immer noch, und das würde recht schnell auffallen. Das heißt, das ist eine ziemlich sichere Technologie. Und wenn irgendwo etwas Neues generiert wird, dann wird ein weiterer Block an die Kette dran gehängt. Und so funktioniert die Blockchain. Damit kann man sicher zum Beispiel Daten im Internet transferieren oder Geld von A nach B schieben, so dass du dir sicher sein kommst, dass es tatsächlich auch von Privatperson zu Privatperson ankommt, ohne dass jemand anders das da rein manipuliert hat. Und diese Technologie ist natürlich erstmal vielseitig und super zu gebrauchen. Das ist so, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne da was von haben oder so, dann muss der im Grunde genommen alle anderen um Erlaubnis fragen. So ist das, ne, vom Grundprinzip her. Genau. So, also das heißt, nein, du bist nicht würdig oder so. Also wenn man versucht zum Beispiel Wikipedia zu manipulieren, da kommt sofort dann die Wikipedia-Polizei und schmeißt alles raus, was du da reingeschrieben hast. Ne? Mittlerweile darf man das gar nicht mal mehr reinschreiben. So, ob das jetzt alles stimmt, was da drin steht, sei mal dahingestellt. Aber damit man sich so vorstellen kann, wie das funktioniert. Das heißt, diese Blockchain, die ist auf allen Rechnern, ja, die das mitbesitzen und so weiter, und die kontrollieren sich im Grunde genommen gegenseitig. Richtig. So muss man sich das vorstellen. So, ne? Das heißt, wenn irgendeiner anfängt, da rum zu manipulieren, dann sagen alle anderen, nee, warte mal, so geht das nicht, so, ne?
Und so muss man sich das vorstellen. Gleichzeitig ist es auch dezentralisiert. Das heißt, es ist nicht auf einem Server und wenn da irgendwie die Bombe einschlägt, ist alles weg, sondern alle haben das und damit macht man es auch nicht kaputt. Tja, ein Meteor könnte helfen, wenn er den kompletten Planeten in Schutt und Asche legt. Ich habe das Internet gelöscht. So, ne, alles andere ist schon schwierig. So, okay. Gut, das ist toll. KI, Bilderkennung, Spracherkennung, Videotechnik. Genau, das hatte ich auch noch als Idee irgendwie dazu geschrieben. KI ist natürlich auch etwas, was immer interessant bleibt. Ja. KI gibt es in Spielen auch in der Regel generiert. Ne? Das heißt, bei uns zum Beispiel reagieren Charaktere auf das, was der Spieler tut. Aber es gibt natürlich auch KI im Sinne von tatsächlicher künstlicher Intelligenz. Das heißt, Computer, die in der Lage sind, selbstständig Verhaltensweisen hinzuzulernen. Und an dieser Schwelle... Das ist der Punkt, dass das Ding anfängt zu lernen, dass es dich versucht einzuschätzen. Was würdest du denn jetzt individuell auf das gemünzt, auf das Erlebnis, was diese Maschine oder dieser Algorithmus jetzt erlebt hat, irgendwie daraufhin sich weiterzuentwickeln? Das würden wir als tatsächliche KI bezeichnen. Alle anderen sind, wie sagt man so, salopp geskriptete Abläufe, Algorithmen. So. Genau. Ja. Also es gibt so Scheinsituationen in Spielen, die schon in die Richtung gehen. Zum Beispiel Wiz Games hat ein Gruselspiel gemacht, was auf das Verhalten des Spielers reagiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel anfängst, schnell zu dibbern oder unsicher dich zu verhalten im Spiel irgendwie oder zu lange stehen bleibst und dich nicht weiter traust oder sowas, reagiert das Spiel darauf. Das heißt, es macht gruselige Elemente dann häufiger, zum Beispiel, wenn du erschrocken darauf reagierst und gruselige Elemente, auf die du überhaupt nicht erschrocken reagierst, die schiebt es beiseite und benutzt sie nicht nochmal. Ist aber natürlich trotzdem noch keine echte KI, sondern eine, die auch geskriptet ist, ja. Aber geht schon mal so ein bisschen in die Richtung, dass du denkst, oh Gott, jetzt reagiert das Spiel auch noch auf mein Verhalten. Das ist natürlich schon ein bisschen gruselig. Wir haben auch ein bisschen in diese Richtung geforscht und gemacht und so Teile davon benutzen wir auch, aber nie, wo man sagt, irgendwie so, jetzt haben wir das in unser Spiel eingebaut. Das ist immer so, wir nehmen die Technologie mit, sowas, ne, und gucken halt, was wir damit anfangen können. Hast du eine Community-Frage? Sag mal. Also ich kann mir jetzt schon denken, welche Frage jetzt darunter gepostet werden würde ich diese Community-Frage nicht nehmen. Ja. Nämlich, was macht ihr denn jetzt? Benutzt ihr denn beim nächsten Spiel eine neue Engine? Diese Frage kam schon sehr oft und wurde auch schon tatsächlich sehr häufig von uns beantwortet. Aber wie das so ist, auch bei dem Next Hot Stuff, kann man so eine Frage immer wieder beantworten, weil sie irgendwie immer wieder interessant ist für die Leute. Ich bin super neugierig, welches Spiel da draußen tatsächlich das erste ist, welches sich traut, mit der neuen Unreal Engine 5 rauszukommen und hab Bock, mir das anzugucken. Tja, und welche Technologie wir davon verwenden werden am Ende des Tages, das bleibt noch abzuwarten. Da hängen wir uns jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, wir können diese Frage leider noch gar nicht wirklich schlussendlich beantworten. Ja, auch wenn das nervt und wenn man halt so auch neugierig ist und so weiter, aber wir können da gar nichts zu sagen momentan, ohne dass wir in großen Diskussionszirkeln uns wiederfinden. Und das ist momentan, wissen wir es noch nicht, wo wir da tatsächlich landen. Das können wir noch nicht sagen. Gut, hoffentlich beantwortet das die Frage. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bernerbecken TV. Tschüss. Mach's gut. Die ganze Zeit, wenn ich dich angucke und du mit diesem Iron Maiden Eddie da sitzt, muss ich an Stranger Things denken. Tja, 4. Staffel, super Serie, gucken, unbedingt.